diesem Video zeige ich dir, wie ich aus einer 20 Jahre alten, defekten LED-Lampe von LED-Lensa eine smarte Designerleuchte baue und das für unter 10 Euro. Kennst du noch den Montreal LED Tower von LED-Lensa? 59 cm hoch, erschienen zu Beginn des neuen Jahrtausends, ein echter Designklassiker. Am Sockel befanden sich 3 Schalter, mit denen man zwischen 7 verschiedenen Farbkonstellationen wechseln konnte. Der Sockel, massives Metall, die Acrylsäule, hochwertig verarbeitet, mit filigranen, lichtleitenden Kanälen und elegant gefrästen Segmenten. Eine Lampe, die wirklich Eindruck macht. Doch irgendwann war Schluss. Die LED-Platine hat sich zersetzt, einige Schalter funktionierten nicht mehr. Jahre lag die Lampe auf dem Dachboden, bis jetzt. Denn heute hauche ich ihr neues Leben ein. Und natürlich wird sie dabei smart. Für das defekte Originalmodul habe ich ein NeoPixel Joule 7 gewählt. Das ist etwas kompakter, deshalb habe ich einen passenden Adapter designt und 3D gedruckt. Das NeoPixel wird über 3 Adern mit Strom und Steuersignal versorgt. Kabel und Modul etwas mit Heißkleber fixieren. Für die smarte Steuerung nutze ich ein D1 Mini-Board. Klein, günstig und perfekt für WLAN-Integration. Mit der WLED-Firmware lässt sich das NeoPixel ganz ohne Programmierung steuern, über Smartphone, PC oder Home-Automation. Zuerst installierst du den passenden Treiber, damit dein PC das D1 Mini erkennt, in meinem Fall den CH340 Treiber. Dann brauchst du den ESP Home Flasher, um die Firmware aufzuspielen. Für dieses Board ist das die ESP8266 Version. Um das Board später in dein Heimnetz zu integrieren, installierst du dir die WLED-App auf dein Smartphone. Um das D1 Mini im Sockel zu verbauen, habe ich eine passgenaue Halterung konstruiert und 3D gedruckt. Das Board wird einfach eingeklemmt und über ein Standard 5 Volt USB-C Netzteil mit Strom versorgt, das NeoPixel wird darüber gleich mitversorgt. Ich habe mich für Steckverbindungen zwischen Board und LED-Modul entschieden, aber du kannst die 3 Adern natürlich auch direkt verlöten. Nach dem Flashen startet das Board einen eigenen WLAN-Access Point namens WLED AP. Verbinde dich mit dem Passwort WLED1234. Jetzt kannst du über die WLED-App deine WLAN-Daten eingeben. Danach ist das D1 Mini in deinem Heimnetzwerk erreichbar, per App oder Browser. Ich steuere meine Lampe über die App, Home Assistant oder Sprachbefehle. Aber du kannst am D1 Mini auch physische Taster anschließen, falls du das bevorzugst. Während das Original nur 7 feste Farbkombinationen bot, kann ich jetzt jede einzelne der 7 LEDs individuell in Farbe und Helligkeit steuern. Das ermöglicht völlig neue, dynamische Lichteffekte, die mit der ursprünglichen Lampe unmöglich waren. Ich bin wirklich froh, dass ich dieser Lampe mit einfachen Mitteln neues Leben geben konnte, statt sie zu entsorgen. Und jetzt interessiert mich, hast du auch so eine Lampe oder hattest du eine? Fühlst du dich inspiriert, sie ebenfalls umzubauen? Schreib es gerne in die Kommentare.